Herzlich willkommen alle Headstrap-Sucher, Akku am Kopfträger und Freunde der VR. Ich bin Soshiro und heute geht es um mein Fazit zum Sonic Craze S3 Pro, dem Elite-Strap mit Akku für Quest 3 und Quest 3 S. Ich trage es jetzt circa einen Monat und habe schon einige Spielstunden mit ihm hinter mich gebracht. Dabei habe ich Sitz, Tragekomfort, Akkulaufzeit wie auch die Ladezeit getestet. Aber gehen wir mal ans lebende Objekt. Und zwar meine Erfahrung mit dem Sonic Craze sieht wie folgt aus. Fangen wir mal mit der Akkulaufzeit an. Diese lag bei mir konstant zwischen 2,5 und 3 Stunden, was für einen 8000 mAh Akku ganz ordentlich ist. Bei der Nutzung einer vollständigen geladenen Quest 3 konnte der Akku den Ladestand der Quest halten, so wie bei einer leeren Quest 3 den internen Akku auch vollständig wieder aufladen. Wenn der Akku des Sonic Craze aufgebraucht war, dann hat er einen Piepton mitgegeben, der echt laut war. Und ich muss sagen, wesentlich lauter als beim Bobo VR. Und das fand ich persönlich sehr gut, denn beim Bobo überhöre ich ihn manchmal. An einem 20 Watt Netzteil angeschlossen, hat der ungefähr 2,5 Stunden gebraucht, um wieder vollständig geladen zu sein. Das Abnehmen und wieder draufsetzen in die Halterung geht dank diesem Magnet super gut. Das Einzige, was ist, man kann ihn auch falsch rum aufsetzen. Man hört zwar dann kein akustisches Signal, aber das ist mir beim Spielen schon ein paar Mal passiert, wenn man hinten so rumgefummelt hat, und ich habe es dann erst später gemerkt. Ja, kommen wir zum Sitz und zum Tragekomfort. Also das Ganze habe ich hinten mit einem Feststellrädchen und ich muss sagen, der Sitz war super. Ja, also es scheiden sich zwar immer die Geister zwischen Halo Strap und Elite Strap und bei mir kommen grundsätzlich beide gut. Das Sonic Craze S3 sitzt, wie gesagt, bombig fest und das auch ohne Schraubstock-Methode. Und auch ein Kopf-über-Rückwärts-Spielen bei zum Beispiel Walkabout Mini Golf konnte das Strap nicht verrutschen lassen. Ist es auch bequem? Einen Punkt gibt es, der mich stört beim Bequemsein. Und zwar, wir haben hier hinten ja die hintere Kopfschale und da fehlt mir die Polsterung. Wäre dort noch eine Polsterung drin, dann wäre es für mich hervorragend. Der Kopfriemen selber, der sitzt bequem und fängt das Gewicht der Quest auch sehr gut auf. Dadurch, dass der Akku ja hinten sitzt, ist das Ganze auch recht gut ausbalanciert und darüber kann man nicht meckern. Ja, kommen wir zum Fazit nach dem 1-Monats-Test. Und zwar würde ich das Ganze so zusammenfassen, das Sonic Craze hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es sitzt sehr gut, der Tragekomfort ist ordentlich, aber nicht perfekt. Es gibt nur wenige Punkte, die ich verändern würde. Darunter wäre, dass der Akku immer nur richtig rumhält und dass die Kopfschale eine Polsterung bekommt. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Headstrap, aber bedenkt immer, dass die Kopfform natürlich eine Rolle spielt und das bei Person zu Person unterschiedlich sein kann. Interessiert ihr euch für das Strap inklusive der Akkus, findet ihr natürlich in der Beschreibung einen entsprechenden Link und im Moment gibt es auch noch einen Promocode dazu. Mit dem könnt ihr auch noch mal ein paar Prozent sparen. Und auch diesen habe ich natürlich in die Beschreibung gepackt. Also in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Schauen. Ich freue mich über jedes Däumchen, über jedes Kommentar und natürlich über jedes Abo. Also macht's gut, ich sage ciao, ciao.